Muss ich ein bisschen näher kommen? Nein, dann bleib mal. Da bist du aber so weit weg. Ui, Mami, guck mal! Kannst näher kommen. Siehst du mich? Ja, sehr schön. A couple of years ago, my mum and I went to clear out her late parents' house. Waren Opa und Oma schon immer so ordentlich? Die waren immer so. Als die noch früher in Senftenberg waren, ist der Opa, wenn er nach Hause kam, gekommen und hat geguckt, ob überall Staub gewischt ist. They weren't just bin bags full of old clothes, but also boxes and albums of photographs, records of my mum's life under communism. Da waren wir auch irgendwo im Urlaub. Ihr wart die ganze Zeit in Urlaub. Ja, und jedes ging's ja Jahr. dann nicht schlecht. Nee, für die Verhältnisse von der DDR ging es uns allen sehr, also unserer Familie sehr gut. Er war Arzt und man hatte ihn gebraucht und da hat er immer alles gekriegt. Und warum wart ihr so katholisch? Wir waren nicht so katholisch. Unser Vati war überhaupt nichts, aber unsere Mutti war etwas katholisch und er wollte etwas, hat es gefördert, weil er meinte, er muss etwas gegen diese Richtung, die was drüben war, Der Opa gehen. war also nie ein Marxist. Nein, war er nicht. Cottbus war eine sehr kommunistische oder ja, Gegend, rote Gegend. Da haben die Lehrer quasi auch Prämien gekriegt, wenn sie das verstanden haben, dass fast alle Kinder da die Jugendweihe mitgemacht haben. Ne? In the communist East, swearing allegiance to the state was a substitute for the religious rite of passage, confirmation. Da wurde die Oma immer fast täglich besucht von der Lehrerin, bis sie ein paar Mal schon rausgeschmissen hat, dass das nicht in Frage kommt. Und wieso hat die Oma nicht nachgegeben? Ja, das war ihr Prinzip. Nicht? Sie wollte das nicht und dann hat sie nicht nachgegeben. Sie war halt stur. The good life they enjoyed was coming to an end. In a document we found amongst my granddad's records, he describes how. In February 1958, towards 8 p.m, the ward nurse rang to ask me to come to the hospital, but could not say why on the telephone. As I took the tram to the hospital, I noticed that I was being accompanied by members of the State Security Department. The Stasi demanded my granddad hand over a patient, allegedly a spy. He protested. Months later, the Stasi wanted a list of patients suitable for espionage services. My granddad refused. By March and April 1959, it had become apparent that mine, as well as my family's comings and goings, were being watched. Das hätten wir eigentlich mal machen sollen, wo der Opa noch am Leben war. By the mid-1950s, there was still one open road to the west, the train and subway system of Berlin. My grandparents began preparing their escape, taking across a suitcase every weekend for months. Wenn man Gepäck hatte und die Westberliner haben das gesehen, haben sie sich eigentlich immer davor gestellt vor dieses Gepäck, um zu tun, als wenn das ihres wäre. Since 1957, escape attempts incurred a heavy prison sentence and children of SKPs often ended up in homes. Jemand Angst gehabt, dass er erwischt wird? Ja, immer. Man hatte immer Angst gehabt. Vor allem deshalb haben uns die Eltern ja zuerst rübergebracht, wenn sie irgendwie erwischt wären, dass die Kinder wenigstens im Westen sind. Until August 1961, when the wall was built, almost 3 million people left the GDR. My mum and her family safely arrived in West Berlin in April 1959.